Hi, ich bin Dustin von Nanobike und diesmal gibt es, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, keine Produktvorstellung von einem Fahrrad, sondern diesmal werden ein paar Schuhe vorgestellt. Und zwar ganz genau die S-Works oder Specialized S-Works Exos 150 in White Grey. Ja, was ist das und wieso ist das überhaupt heute so, dass ich kein Fahrrad vorstelle? Es ist so, wir sind umgezogen mit unserem Studio und das Neue ist noch nicht fertig, das Alte da mussten wir schon raus und deshalb jetzt erstmal hier. Und es gibt jetzt erstmal Produktvorstellungen von so Kleinigkeiten wie eben wie Schuhe, andere Produkte und Fahrräder kommen dann erst wieder demnächst. Da seid aber gespannt, da kommen auch wieder richtig schöne Raketen, die ich euch gerne präsentieren möchte. Jetzt geht es erstmal um die S-Works Exos 150. Ein Meilenstein meiner Meinung nach im Rennrad, im Sportbereich für den Fuß. Warum ist das so? Das will ich jetzt hier mit euch so ein bisschen klären. Fangen wir doch vielleicht direkt einfach mal an. Farbe nennt sich einfach nur White. White and Grey. Ja, bisschen grau, bisschen weiß, klar. Okay, voll okay. Super Schuh, gefällt mir gut. Es gab 4 Jahre Entwicklungszeit, um diesen Schuh so leicht zu machen, wie er jetzt ist und ihn so ja, darzustellen und so zu optimieren, dass man nochmal einen weiteren Meilenstein gesetzt hat. Den S-Works Exos gibt es in Schuhgröße 36 bis Schuhgröße 49, also da ist wirklich für jeden was dabei, auch in halben Größen dann erhältlich, gar kein Problem. Es ist der leichteste bohrgeschlossene Rennradschuh auf dem Markt, ja, im Rennradsegment. Das nur noch mal so nebenbei. 150 Gramm gewogen in Schuhgröße 42. Bei Specialized, ja, von mir jetzt selber nicht, aber das war auch nicht nötig, weil man merkt es auch schon in der Hand, der ist mega leicht, ja, also es ist einfach krass, ja. Wenn man sich dann vorstellt, es gibt noch den Exos 99, also mit 99 Gramm bei Schuhgröße 42 gewogen, das ist echt hart, also im Sinne von so leichten Schuh hat man noch nie in der Hand gehabt. Aber was macht den Schuh eigentlich so leicht? Also zum einen sind es verschiedenste wissenschaftliche Methoden, die angewandt worden sind, um diesen Schuh so leicht zu kriegen. Ganz banal erstmal die Fersenkappe zum Beispiel. Kennt jeder Rennradfahrer bei seinem Schuh, ist hier nicht mehr vorhanden, entfällt, also leichter. Vorne kann ich hier richtig reindrücken, ja, bei der sogenannten Zehenbox, die ist auch nicht mehr vorhanden. Auch da kann ich dann Gewicht einsparen. Und meiner Meinung nach das viel bessere oder das effektivere daran ist, dass der Schuh komplett aus dem Dyneema-Material hergestellt worden ist. Dyneema ist ein Hersteller, der zum Beispiel unter anderem für Toyota bei 24 Stunden von Le Mans, bei dem Autorennen, viel dazu beigetragen hat, das Auto sehr leicht zu kriegen, sehr steif zu bekommen und dadurch eben einfach ja, immer vorne mitfahren zu können, ne? Und darum geht es eben bei Dyneema und die haben da sehr, sehr viel Know-how schon seit längerem und arbeiten eben Hand in Hand hier mit Specialized bei dem S-Works Schuh zusammen. Also auch Hochleistungsmaterial außen herum. Das Material selber, wenn man reinguckt in den Schuh, sieht so ein bisschen aus wie so eine Schlangenhaut und so fühlt sich das Ganze innen drauf an. Außen ist der Schuh relativ glatt, hier vorne im Zehenbereich, also alles was weiß ist, ist glatt. Das graue, melierte ist hier eher etwas aufgeraut, gibt auch Halt. Der Schuh an sich passt sich wie bekannt nach allen Body Geometry Gegebenheiten von Specialized an. Also man hat Komfort, man hat Sicherheit und man hat einen sprintstarken, leichten Schuh. Des Weiteren hat er eben dann die Fußgewölbstütze und den Varuskeil, also da den Support in dem Bereich, wo es eben dann auch wichtig ist. Und das ist alles eben mit wissenschaftlichen Methoden getestet, um eben mehr Komfort und Sicherheit zu generieren. Nun gut, Bohr-Schließsystem. Also dieser Schuh ist dann der leichteste Bohr-Schließsystem-Schuh am Markt derzeit. Die Sohle ist dann aus Carbon auch nochmal in einem richtig aufwendigen Verfahren hergestellt. Dann hier nochmal richtig schön ausgestanzt. Ihr könnt sehen, der Schuh selber hat viele verschiedene Belüftungsmöglichkeiten auch nochmal. Wirkt generell sehr luftig.
Ist also meiner Meinung nach kein Winterschuh, aber Rennradfahrer fahren meistens auch nicht im Winter, also anyway, passt also auch. Die Sohle, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, Steifigkeitsindex 13.0, also mit einer der höchsten Steifigkeitswerte, die es eigentlich nur gibt. Da kannst du nichts mehr wiegen, nichts mehr machen. Optimale Übertragungskräfte, besser geht's nicht. Genau. Was hat er noch? Dann durch die Titan-legierten Bindungssysteme, also ich kann hier meine Cleats auf Titan-legierte Gewindeeinsätze schrauben, habe ich natürlich auch nochmal Gewicht gespart. Den Heel, also hier hinten dieses Teil, kann ich auch austauschen, wenn er dann verschlissen ist, durch, ja, man geht ja auch mal mit einem Schuh vielleicht. Und das ist eben möglich, dass man den dennoch austauschen kann. Auch die Gewindeeinsätze sind austauschbar. Und natürlich, wie bekannt auch, vielleicht bei euch auch, das Bohrsystem hat eine lebenslange Garantie und man kann es immer kostenfrei über Bohr beziehen und spezifiziert für diesen Schuh dann eben nachbestellen. Das ist immer möglich. Bohr ist zwar ein amerikanischer Anbieter, wer des Englischen mächtig ist, kann sich auf jeden Fall da gut durchklicken, ist aber auch relativ einfach erklärt, auch mit Fotos, welchen Schuh hast du und so weiter, und dann kann man das eben alles frei, auch portofrei, zu sich nach Deutschland ordern lassen oder eben Österreich, Schweiz oder alle anderen Länder natürlich auch. Ja, das ist jetzt der S-Works Exos mit 150 Gramm, wie gesagt bei Schuhgröße 42. Es gibt ja dann noch den S-Works Exos 99 mit 99 Gramm, der ist dann in schwarz-rot. Das weiße wäre dann rot, das andere wäre dann komplett schwarz. Und das Bohrsystem entfällt hier komplett. Und dadurch würde ich sagen, spart man sich wirklich nochmal diese 51 Gramm pro Schuh und kann sagen, also man hat einfach eine Schnürung und keine Bohrschließsystem. Und da denke ich, das ist dann eben nochmal effizienter. Und der ist aber auch gewichtsbeschränkt übrigens. Genau konnte ich jetzt nicht lesen, wer wie viel wiegen darf. Aber ansonsten die gleichen Features. Dyneema, Carbonsohle, titanlegierte Gewindeeinsätze, der Klicker, also der Heel ist hinten auszutauschen, die Belüftung ist gleich. Alles identisch, außer die Schnürung ist eine andere. Und das macht da eben dann den Unterschied zum Exos 150. Die 150er Variante gibt es dann übrigens auch in schwarz. Passt vielleicht besser zu der einen oder anderen Klamotte zu Hause im Schrank. Freie Wahl ist da auf jeden Fall zwischen schwarz und weiß. Weiß ist dann übrigens ersetzt durch schwarz, grau bleibt. Sieht doch super aus. Könnt ihr ja mal gucken, wie der Schuh euch gefällt. Die Exos 99 Variante ist dann übrigens stark limitiert auf 500 Paar. Also da, wer zuerst kommt, der tritt auch zuerst. Und preislich sind wir auf jeden Fall auch in einem guten Segment. Wir haben hier mit der 150er Variante einen Schuh für 499 Euro das Paar. Oder bei der Exos 99 Variante 649 Euro. Das muss man sich erstmal überlegen vielleicht, aber es ist eben sehr, sehr viel Know-how in diesen Schuh geflossen und ich denke, das ist teilweise auch wirklich gerechtfertigt. Ja, ich denke, das Video war noch ganz informativ. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr doch noch euch was anderes eingefallen ist, wenn euch noch was auf der Seele brennt, dann könnt ihr das gerne tun, bezüglich Schuh und natürlich auch bezüglich dem Umzug hier, wenn ihr da noch Fragen habt, was jetzt als nächstes kommt. Und ja, würde mich einfach freuen. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr dran geblieben seid. Auf Wiedersehen. C'est la vie.